Hallo liebe Bastelfreunde, heute fertigen wir eine Gedenkkerze für ein Sternenkind. Das sind die Kinder, welche Geburt nicht überlebt haben. Dafür brauchen wir eine Vorlage. Wird ein Engelchen mit einer Reihe von Sternen, Wachsplatten in Silber, Rosa und Aprikot. 1 oder 2 Streifen in Silber 1 mm breit und ein Ausstecherform für Basteln von den Karten oder Verzierung anderer Papiersachen, welche wir ein bisschen für unsere Zwecke benutzen. Um die Standsachen einfacher zu bekommen aus den Stanze, benutzen wir ein Stückchen Backpapier. Wachs legen wir zwischen Backpapier und danach schieben wir in diese schmale Spalt rein und stanzen aus. Das machen wir alles später. Wir fangen an mit Abzeichnen unserer Engelchen auf rosa Wachsplatte. So, legen wir unsere Vorlage, nehmen Bleistift wie immer und gehen Linien nach. Mit leichtem Druck. So. Flügelchen. So. Jetzt schneiden wir unsere Wachsengelchen aus. Wir arbeiten mit Cuttermesser, am besten mit der Spitze. Wenn wir halten Spitze steil, fast senkrecht, können wir akkuratere Schnitt erzielen. So. So. Jetzt lösen wir unsere Engelchen aus dem Wachs. So. Noch brauchen wir einen großen Stern. Diese große Stern machen wir in Aprikot. Das gleiche. Vorlage auflegen und weiter nachzeichnen. Linien nachgehen mit dem Bleistift oder Kugelschreiber, wer was zur Hand hat. Kleinere Sterne stanzen wir aus. Will nicht. Sitzt fest.
brauchen wir nicht mehr. Um Sterne auszustanzen, müssen wir Stück Wachs ein bisschen von Trägerpapier lösen und zwischen 2 Lagen Backpapier reinlegen. So, jetzt führen wir alles in Schlitz in dieser Stanzform und stanzen aus. Erste, zweite, dritte. Wir brauchen 3 in Aprikot, 3 in Rosa und 2 in Silber. Gleiche machen wir mit Rosewachs. Schneiden wir Stückchen ab. Jetzt geht's weiter. Eins, 2 und 3. Und 2 in Silber. Ich benutze für diese Zwecke Hochglanzsilber, das einfach schön aussieht. Sogar wenn Anlass für diese Kerze gar nicht schön ist. So. Nächster Schritt. Wir müssen unsere Wachsteile aus Backpapier auslösen. Würden wir das nicht machen und stanzen einfach mit Trägerpapier, es wird deutlich mehr Fummelei, um danach Wachs von der Trägerpapier zu lösen. Das packt sehr, sehr fest beim Stanzen. Und wir wollen Spaß haben und nicht Nervenzusammenbruch. So. Wachs in Aprikot ist sehr dünn, deswegen etwas widerspenstiger. So. Und noch 2 Aprikot. Hier helfe ich mir natürlich mit Messer. So. Und letzter Stern. Nehmen wir unsere Unterlage für die Kerze. Das ist unser berühmtes blaues Handtuch.
Kerze haben wir in der Größe 25 cm hoch, 7 cm im Durchmesser. Und ich fange an. Engelchen kommt hier unten zu stehen. Und jetzt schön fest andrücken, dass alles schön hält und fällt nichts ab. So, mit leichter Bewegung mit Finger polieren. Und jetzt setzen wir unseren ersten Stern in diesem Sterneweg. Das wird unser Aprikotstern. Danach kommt Stern in Rosa. Danach wieder Aprikot. Dann setzen wir einen silbernen Stern. Dann kommt Rosa. Aprikot. Wieder Rosa. Immer wieder leicht polieren, sodass es schön akkurat ist und sauber. Wieder Silber. Und unser großer Stern. So, jetzt bringen wir ein wenig Glanz ins Spiel. Das heißt, wir machen hier kleine Striche unter den Füßchen. Das ist eine Startposition vom Engelchen. Ein bisschen strahlen bei der großen Stern. So, ich denke, mit einem Streifen kommen wir aus. Und ich setze bei diesem Modell noch zwischen Sternen ein bisschen Pünktchen aus diesem Wachs, das so wie Milchstraße entsteht. Es füllt Lücken aus und macht das ganze Weg einheitlicher. Einfach Wachsstreifen leicht eintippen auf die Ecke, an der Ende und abschneiden. Es ist ganz einfach. Mit Messer akkurat arbeiten. Wir brauchen nicht stark drauf zu drücken, sodass nicht in die Kerze stecken bleibt und Spuren hinterlässt. So. Hier ist eine große Lücke. Die fülle ich aus mit 3 Punkten.
leicht antippen alles, so dass festhält. So, unsere Kerze ist fertig. Die Beschriftung bei dieser Kerze kommt in diesem Bereich, aber ansonsten ist es gut. Alles fertig.